Yeah! Hure krass, mega gute Frage. Wow. Mein heutiger Gast ist der Kevin Banier aus Basel, Tänzer, Choreograf und Content Creator. Auf Instagram folgen ihm fast 100'000 Follower und auf TikTok 1,7 Millionen. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Kevin, möchtest du dich schnell vorstellen? Sehr gerne, mein Name ist Kevin. Ich bin von Basel, wie du es gesagt hast. Ich bin 24 Jahre alt und habe meine Leidenschaft zur Tanzen gefunden und zu Social Media. Genau. Was nervt dich mehr? Die Followerzahlen, die immer genannt werden, oder dass man dich als Influencer betitelt? Sehr gute Frage. Wenn ich mich entscheiden könnte, sogar tatsächlich für beides, weil ich Okay. finde, man wird sehr schnell beurteilt bezüglich Follower und ich finde, der Name Influencer ist heutzutage wird sehr manchmal negativ geredet und wenn ich mich glaube aber müsste entscheiden, dann tatsächlich der Begriff Influencer. Okay, Ja. auf das kommen wir mal später noch zu sprechen. Okay. Im Kern, was bist du mehr? Tänzer, Choreograf, Creator oder vielleicht sogar schon mittlerweile Unternehmer? Ich glaube, ich würde mich also grundsätzlich würde ich mich als Creator sehen, weil ich finde halt, Tanz ist auch ganz viel mit Creator zu tun und ja, ich würde mich eigentlich als Creator sehen mit dem ganzen Business. Wir gehen auf deine Geschichte noch später ein, aber vielleicht so eine Sneak Peek, was wird am meisten komplett falsch von dir verstanden? Boah, auch gute Frage. Falsch verstanden, ich glaube jetzt von meiner Persönlichkeit nichts, außer dass es einfach in der ganzen, ich sage jetzt mal, Creator-Bubble, wo wir sind, wo ich bin, dass man das sehr unterschätzt, was man eigentlich alles dahinter noch machen muss, weil man sieht halt oft nur das Endprodukt und ja, das wird dann noch recht spannend, wenn ich doch mehr erzählen kann, wie da eigentlich alles so hinter dran aussieht, bis es dann zu dem Endprodukt kommt. Kannst du dich noch daran erinnern, an den Moment, wo aus dem Spass ernst geworden ist und den Moment, wo du gemerkt hast, jetzt gibt es kein Zurück mehr? Ja, definitiv, ja. Okay, Ja. erzähl uns von diesem Moment. Also ich weiß noch genau, ich habe dort eine Ausbildung angefangen und das ist dann eine bisschen schwierige Zeit gewesen, und dort ist halt der Switch dann passiert, soll ich jetzt nochmal etwas anderes suchen und dann habe ich halt einfach gedacht, hey, go for it, einfach versuchen, machen, und natürlich hat man am Anfang einfach so ein bisschen die Bedenken oder Angst, dass es dann halt wie nichts wird, aber ich habe wirklich einfach das Privileg gehabt, dass ich das Tanzen hatte, dass ich auch meine Leute hatte. Ich habe immer den mega Support gehabt, Familie, Freunde. Und ja, das war sehr schwierige Zeit gewesen, weil man halt nicht gewusst hat, wird es etwas oder nicht. Aber ich kann mich nicht beschweren, es hat mega gut funktioniert. Konkret hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du deine Lehre abgebrochen hast. Wir wissen ja, in der Schweiz setzt man immer auf Sicherheit. Ja. Wie haben deine Eltern damals reagiert? Jetzt gerade in diesem Business, gerade mit Social Media, halt, sind meine Eltern damals halt sehr unsicher gewesen, weil es halt auch mit dem Einkommen, ich meine, ich bin halt mit dem Creator Social Media aufgewachsen und ich weiß, was man da auch verdienen und erreichen kann, und halt für meine Eltern ist das komplett Neuland gewesen. Sie haben am Anfang gesagt, nein, würde ich jetzt nicht so sehen, dass du jetzt komplett einfach auf das Social Media gehst, bitte suche etwas anderes. Und Ein vernünftiger Beruf. ja, ein vernünftiger Beruf, ja genau. Und ich habe glaube dann einfach mega oft müssen beweisen, dass es eben doch ein vernünftiger Beruf ist und viel mehr dahinter steckt. Aber für das braucht man Zeit. Klar, eben meine Eltern haben das Verständnis am Anfang nicht gehabt, aber jetzt stehen sie mega hinter mir. Das ist mega toll. Ja. Was war stärker gewesen, damals die Angst oder die Überzeugung, die richtige Entscheidung zu treffen, indem man eine Lehre abbricht? Kommt glaube sehr darauf an. Ich glaube, bei mir ist die Überzeugung viel stärker gewesen, weil ich halt das Tanzen hatte. Und ich wollte eigentlich schon immer etwas in Richtung Tanzen, in Richtung Videograf, Choreograf. Und dort habe ich einfach gewusst, hey, ich glaube aber sehr fest daran, an einen Moment, wo es passieren muss. Und dort ist, glaube ich, meine Überzeugung einfach viel stärker und gesagt, hey, go for it, ich mache es jetzt einfach. Seit wann tanzt du? Seit ich 7 Jahre alt bin, das heisst also fast 18 Jahre jetzt, ja genau. Okay, Ja. spannend. Ja. Jetzt
In der Schweiz eben ist es ja so ein bisschen das behaftet, dass man sagt, man muss einen anständigen Job haben, man sollte Sicherheit haben. Jetzt hast du dich komplett für einen anderen Weg entschieden. Ich weiß auch aus vielen Gesprächen mit anderen Künstlern, dass es in der Schweiz sehr schwierig ist, kreativ können sich zu verwirklichen. Viele gehen eigentlich auch ins Ausland für das. Wie ist das in der Schweiz und wie ist das für dich? Also jetzt in richtig tänzerischen oder in richtig tänzerischen? Also ich sage immer, dass die Schweiz extrem klein ist, gerade mit so Sachen. Aber ich finde eben dann auch wieder das Positive, dass die Schweiz eben so klein ist, kann man sich schnell auch eine Community aufbauen. Und ich finde es immer gut, für Inspiration ins Ausland zu gehen. Da bin ich der Letzte, der sagt, mach es nicht. Aber was wichtig ist, einfach immer, frag dir selber, ob du dir treu bleiben willst, gerade in der Schweiz. Ich unterstütze halt die Schweiz extrem und mir ist es mega wichtig, dass ich auch in der Schweiz meine Basis aufbauen kann. Aber grundsätzlich, ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, gerade auch als Unternehmen oder selber irgendetwas aufzubauen. Aber ich finde, wenn man es dann erreicht hat, dann kann man wirklich einfach auch stolz auf sich sein. Man merkt auch in deinen Videos, dass du sehr oft den Bezug zu Basel hast. Ja. Ist das bewusst so gewählt? Ja, eigentlich schon, ja, doch. Oder, Basel einfach, unterstützen. oder gehst du einfach auf die Straße und legst einfach los? Oder ist es eine bewusste Entscheidung, Basel einzubeziehen? Eigentlich schon, ja, weil ich finde halt, ich glaube, mehr Basler kennen das halt auch. Es wird halt immer so, ja, kennen sie die Schweiz, ah ja, Zürich und so. Und es ist immer so, ja, aber es gibt noch Basel. Und wegen dem, ich glaube nicht als provokant so richtig, ja, es gibt noch Basel, sondern einfach, eben, ich will mir selber treu bleiben und halt Basel auch doch ein bisschen zeigen, dass es auch dort Talent gibt. Genau, ja. Jetzt sagt man ja, Social Media, das ist kein Beruf. Du wirst uns heute noch das Gegenteil beweisen. Ist es amig schwierig, den Respekt von anderen Menschen zu bekommen? Ja, sehr sogar. Ich finde gerade das Thema Respekt mega wichtig, weil am Anfang, gerade wenn es Leute versuchen, gibt es halt die Leute, die einfach denken, ja, ja, lassen wir den, was hat das Gefühl? Und leider ist es halt so, dass man den Respekt erst bekommt, wenn die Leute sehen, ah, der hat ein bisschen Erfolg da, dann geben wir dem jetzt auch den Respekt. Aber von Anfang an ist es sehr, sehr selten. Was ich zum Glück bei mir nicht hatte, halt eben Familienfreunde, die sind immer seit Tag 1 hinter mir gestanden, aber es ist schon nicht einfach, den Respekt zu bekommen. Helfen denn die Followerzahlen, um den Respekt zu bekommen? Es ist schwierig, ja, also es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Eben heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so extrem wie damals. Ich finde einfach die Art und Weise, wie du dich preisgibst auf Social Media, ob du authentisch bist, ob du wirklich du selber bist, und ich glaube, so bekommst du auch den Respekt gegenüber den anderen Leuten. Genau. Hast du mal einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, dass andere dich möchten klein halten? Ja, sehr oft sogar, ja. Okay. Ja. Inwiefern? Einfach so ein bisschen negativ geredet, weißt so Vor dir oder hinter deinem Rücken? beides tatsächlich. Okay. Also froh ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin auch froh, dass ich das vor mir mitbekommen habe und halt nicht immer hinterm Rücken. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit Neid zu tun. Aber ich habe damit wie auch gelernt, dass es mir ein bisschen egal sein soll. Und einfach sein Ding soll durchziehen. Egal, es werden immer Leute haben, die sagen, ja, das ist nicht gut. Aber ja, das muss man eigentlich ein bisschen einfach ausblenden. Ja. Wie hat es bei dir angefangen? Also mit Content und so. Ja, einfach das Handy nicht mehr an die Wand angelehnt und losgelegt. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich einfach so ein bisschen Just for Fun gemacht habe. Okay. Bei mir daheim, ja. Und dort habe ich glaube auch, ich habe mein erstes Handy bekommen. Und das ist noch, hat damals noch, eben TikTok hat damals noch Musical.ly geheißen, dort bin ich auch schon dabei gewesen. Und dort ist halt so komplett andere Szene gewesen. Also ich habe tatsächlich gar nicht mit Tanzvideo angefangen, sondern mehr so das typische Lip-Synken halt, was es damals auf Musical.ly gegeben hat. Und es ist alles eigentlich Just for Fun gewesen, bis dann so die ersten ja, voll so, oh mein Gott, darf ich ein Bild machen mit dir? So, was passiert Auf der gerade? offenen Straße. Genau, auf der offenen Straße. Und dann hat es eben zu TikTok geswitcht, jetzt gerade eben bezüglich TikTok. Und dort habe ich dann halt voll mit Tanz-Content angefangen. Also es ist eigentlich mega random gewesen. Also einfach gar nicht viel überlegt am Anfang, einfach so mehr als Spaß. Und eben dann, wenn du halt merkst, so, oh, das könnte im Fall noch etwas sein, es gibt Follow, es gibt Aufmerksamkeit, die Leute feiern das, was du machst, oder sind inspiriert von dir, was du machst, denkst du so, hey, krass, ich kann doch mit dem etwas bewirken. Und das ist halt so ein bisschen dann der Moment, wo du weißt,
ja, ich mache das jetzt glaube weiterhin, weil halt die Unterstützung der Leute auch voll da ist. Ja. Jetzt haben wir das Thema Influencer und die negative Behaftung. Mhm. Erklär doch einmal den Leuten, wie sieht der typische Tag bei dir aus? Sehr unterschiedlich tatsächlich. Okay. Jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel einen Job habe für eine Marke oder so, ähm, ist es eigentlich so, dass man wie zuerst sich bespricht, wie das eigentlich alles aufgebaut wird, was genau erwartet wird. Und ja, es steckt halt sehr viel dahinter. Du musst dir ein Skript wie schreiben, du musst das approven lassen. Auch bezüglich Musiklizenzen musst du schauen, dass du nicht irgendwie ein Lied nimmst, das nicht lizenzfrei ist. Dann musst du mal schauen, dass irgendwie das Wetter auch mitspielt, weil wenn du irgendetwas draussen machen musst für ein Getränk im Sommer und es regnet, kannst du es wie nicht machen. Mhm. Dann natürlich habe ich wie auch noch andere Sachen. Da musst du noch einen Termin suchen, du musst schauen, was du anziehst, du musst schauen, dass du ausgeschlafen aussiehst und einfach auch das Video schneiden. Ich mache das ja alles selber. Vieles habe ich damals auch nur mit dem iPhone gefilmt, was ja auch heutzutage ein mega gutes Gerät ist. Aber trotzdem willst du dann irgendwann mal so ein bisschen auf die Kamera switchen und auch das ist dann wieder, du musst Kameraeinstellungen haben. Und genau so sieht eigentlich so ein bisschen mein Alltag aus. Und mein Alltag selber ist eigentlich immer so, ich bin halt auch sehr oft auf Social Media, dass mich halt viel inspirieren durch das Scrollen, was gerade so im Trend ist und musst halt auch wie so ein bisschen mitgehen, genau. Mhm. Und was glaube sehr, sehr bei mir ist, ich inspiriere mich extrem von meinen Leuten. Sei es tanzen, sei es, auch wenn du jetzt nur in ein Restaurant gehst, essen. Aber es ist einfach so mit den Leuten zusammen sein. Du kommst immer wieder auf neue Ideen und wo du eigentlich glaub, nie drauf kommen. Und das ist so das Krasseste, was eigentlich sein kann. Durch deinen Alltag, was du eigentlich normal machst, lässt du dich extrem inspirieren. Und das finde ich mega schön. Ja. Wir zeigen unseren Zuschauern mal schnell ein Video zeigen, damit sie mal eine Vorstellung haben, was du so alles machst. Okay, spannend, cool. Yeah, that baby I got you. No matter the distance, no matter the hoops. Yeah, baby. Kevin, was ist das Anstrengendste auf mentaler Ebene an deinem Job? Dass du immer präsent bist. Ich glaube, das ist recht schwer und es ist jetzt gerade auch in Social Media ist es sehr schwer, dass wenn du mit dir mal eine Pause nimmst, dass es immer gerade heisst, oh, wo ist er gewesen, ist irgendetwas, aber es muss ja eigentlich nicht immer einen Grund dahinter haben. Und ich finde auch, wir können uns einfach mal eine Auszeit nehmen, einfach auch mal einen Monat lang vielleicht nicht vor der Kamera zu stehen. Also das heisst, es gibt einen Moment, wo du einen Monat offline bist? Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, Okay. aber ich würde es gerne, Okay. definitiv. Aber ich habe so viele Ideen und so viele Sachen, die ich halt gleichzeitig machen will. Wegen dem ist wie die Zeit noch nicht dazu gekommen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Clip drehen und auf der Bühne stehen? Ich glaube, Clip 3 ist halt so mehr, du bist der Boss. Du kannst selber entscheiden, wie du was willst filmen, wie du was willst schneiden. Und auf der Bühne ist halt so, du bist halt voll präsent auf der Bühne und musst halt dem Publikum auch voll die Energy halt geben. Und ich glaube, es ist auch echter, sag ich mal, weil halt, wenn du bei deinem Content halt bist, sehen die Leute das nur durchs Video, aber sehen halt nur den Frame mit dem Gesicht und that's it. Und als auf der Bühne siehst du halt alles. Du bist halt wie wirklich so gefühlt ein paar Meter von dieser Person wirklich entfernt und siehst halt alles. Und beim Content kannst du halt wirklich so einfach deinen Frame haben und die Leute sehen das eigentlich wie einfach als Video. Ich kann mir vorstellen, wenn du auch auf der Bühne selber stehst, hast du ja viel mehr das Feedback Ja, von den absolut. Leuten. Ich meine, mit irgendwelchen Likes und Kommentaren ist das definitiv nicht das Gleiche. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Das heisst, ist so, du ja. würdest die Bühne bevorzugen, wenn Ich du glaube, dich ich müsstest würde entscheiden. ich, glaube, ich kann mich gar nicht entscheiden, weil ich finde, beides ist so mega eigen. Aber es ist schon sehr anders, ja. Eben, wie du gesagt hast, mit Feedback und so, klar, eben Social Media bekommst du einfach alles über Likes oder Kommentare und über Bühnenpräsenz oder Onstage ist halt alles so direkt. Du siehst so an den Leuten direkt, so, wie sie es gefunden haben oder schreien oder was auch immer und das ist schon sehr ein Unterschied, ja. Aber ich könnte mich nicht entscheiden, wirklich nicht. Das ist eine sehr schwere Frage, ja. Wobei ich jetzt mal würde behaupten, gerade als Tänzer
hast du, bös gesagt, ein Verfallsdatum. Mhm. Körperlich. Irgendwann macht der Körper nicht mehr genau gleich mit. Genau, ja. Hast du dich mit dem schon auseinandergesetzt oder ist das mit 24 noch kein Thema? Hey, meine Eltern sind tatsächlich so Leute, so, ja, was machst du so in 10 Jahren? Und bei mir ist halt immer so, ich lebe immer von heute und morgen. Also, viele Leute haben ja auch Angst wegen der Zukunft und so. Und bei mir ist das momentan gar nicht so, weil ich lebe einfach jetzt gerade im Moment und was in einem Monat ist, das wird halt dann passieren oder wird auf mich zukommen. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn man sich zu fest über die Zukunft oder einfach so ein bisschen Gedanken macht, oh, was ist denn morgen, was ist nächste Woche. Ich finde einfach, man sollte so ein bisschen jetzt einfach in dem Moment leben. Ja, Bist du Künstler oder Dienstleister? Künstler. Ja. Aber du schaffst schon mit Brands zusammen. Mhm. Das heisst, du bietest ja die Content, also Dienstleistung an. Bist du nicht auch Dienstleister? Nee, es ist eigentlich, also grundsätzlich eigentlich durch die Werbung oder durch die Produktion, die ich mache für die Marken, ist es ja eigentlich meine Kunst. Also sie buchen mich ja auch, um mit diesem Produkt meine Kunst überzubringen und wegen dem sehe ich mich auch definitiv als Künstler. Erzähl mal, wie läuft das ab mit einer Kooperation? Kommen die Firmen auf dich zu? Tust du sie aktiv angehen? Und nachher, wie ist der ganze Prozess? Also damals bin ich ja in einer Agentur gesehen und wenn du als Content Creator in einer Agentur unter Vertrag bist, natürlich kommen Brands auf die Agentur zu und die Agentur tut dich dann wie informieren, hast du Bock, das, dies. Und ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren auch selbstständig, das heißt, Brands kommen wie direkt auf mich zu über meine E-Mail und dann wird eigentlich zuerst mal gefragt, hey, wir haben das Produkt, wir würden dich voll sehen, wärst du down für so etwas? Und dann liegt es eigentlich an mir, ob ich das unterstütze, ob ich überhaupt sehe, dass es überhaupt zu mir passt. Weil ich finde es mega wichtig, dass du als Content Creator auch dir selber halt treu bleibst, weil es macht absolut keinen Sinn, wenn du mega random einfach eine Brand irgendwie annimmst, wo dann so, wieso macht er das? Genau, und dann wird halt gar schnell besprochen, was genau, ich frage immer, was an Content halt gewünscht wird. Dann wird wahrscheinlich wieder kommt eine Antwort wieder zurück, so hey, ja, wir hätten gerne das ist unser Budget, dann tust du ein bisschen diskutieren, so hey, ja, das passt oder hey, nein, das passt leider nicht. Und ich finde halt in dieser Content-Bubble und Brand-Bubble ist es halt mega wichtig, dass du auch wirklich den fairen Preis auch da gibst, weil eben, es ist halt wichtig, dass du dir auch wirklich das so ergibst, weil es ist halt, ja, eben, du machst die Arbeit und ich finde, es ist so ein bisschen, es muss für die Brand stimmen und es muss auch schlussendlich für dich selber stimmen. Genau. Und Was dann, ist denn ein fairer Preis? fairer Preis, es ist bei jedem ganz anders. Okay. Ich finde wichtig, dass man über das Geld wie nicht öffentlich redet, weil das ist immer so die erste Frage, ja, wie viel verdienst du von das? Ich kann sagen, ich lebe von dem, es geht mir gut. Lebst du gut von dem? Ja, doch, also es geht mir gut. Ich weiss nicht, ob man das definieren was gut leben heisst oder halt normal leben. Aber genau, also ich kann mich Also du kannst schon mehrmals pro Jahr Ferien leisten? Ja, auf jeden Fall, zum Glück. Hey. Ja, doch, das schon. Okay. Ja. Wie sehr bist du abhängig von Trends und auch Algorithmen? Ich glaube, von Trends bin ich gar nicht abhängig, weil schlussendlich bin ich ja auch in der Content Creator Bubble wegen meiner Calls, die ich selber kreiere. Und da ist eigentlich das gute Glück, dass du einen Trend selber machst. Und jetzt Algorithmus, es ist ein mega schweres Thema. Es ist auch sehr schwierige, also es ist sehr schwer zu herausfinden, wie es funktioniert. Sehr dynamisch ist. Genau, oder? es ist wirklich auch, jeden Tag tut sich das Gefühl ändern. Wenn du endlich das Gefühl hast, jetzt weißt, wie es geht, Ja. hat sich schon wieder geändert. Nein, es hat sich schon wieder geändert. Das ist wirklich ganz krass. Und ich glaube, wenn man sich zu fest mit dem Algorithmus irgendwie beschäftigt, dann kommt es irgendwie, glaube ich, nicht gut raus. Man sollte einfach machen. Ja. Du hast mir einmal persönlich erzählt, dass du auch mit dem Gedanken spielst, irgendwann einmal auszuwandern, dass das aber gar nicht so einfach ist. Warum? Familie, Freunde. Also ich habe schon extrem Mühe. Irgendwie meine Leute haben schon gefragt, ja, du bist so oft in Zürich, die ganze Events, kannst du dir nicht vorstellen, auf Zürich zu ziehen? Und nein, kann ich wirklich einfach nicht. Und es ist mir auch so wichtig, dass dass ich so schnell bei ihnen bin, dass auch umgekehrt die Leute so schnell bei mir sind.
Und jetzt im Moment könnte ich mir das einfach wirklich nicht vorstellen, weil die Distanz, ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schlimm für mich. Ja. In Bezug jetzt aufs Business hast du mir auch erklärt, dass es schwierig ist, weil du Kooperationen hast. Und die schicken dir nicht einfach mal schnell die Produkte in ein anderes Land nach. Haltet dich das auch davon ab? Ja, definitiv. Also gerade jetzt in der Schweiz ist es halt schwer, dass Schweizer Marken dich irgendwie, wenn du auf Thailand auswanderst, das auf Thailand können shippen. Und ich glaube, wenn ich auswandern würde, dann muss ich wie konkret einen Plan haben, wie ich mein Geld verdienen könnte, ohne dass Brands mir da irgendwie die Sachen zuschicken. Weil das ist fast, glaube ich, nicht möglich, dass man irgendwie so ins Ausland geht und irgendwie Rivella oder irgendwie oder Red Bulls, das ist wie so schwer. Ja. Genau, ja. Hast du das Handy im Griff oder hat das Handy dich im Griff? Was meinst du mit, wenn das Handy dich im Griff hat? Dass du abhängig bist von diesem Gerät. Also das heisst mit anderen Worten, es ist ja dein Arbeitsinstrument. Genau, ja. Wie viele Stunden pro Tag verbringst du am Handy? Also definitiv viel mehr Stunden als Leute, die wir nicht in diesem Content Creator Bubble sind. Ich sage jetzt nicht, dass ich abhängig bin, aber natürlich muss ich halt auch sagen, wenn ich wie nicht am Handy oder aktiv am Handy wäre, würde ich wie nicht mitziehen können. Klar, eben wegen Trends oder wegen aktuellen Themen, die gerade stattfinden, musst du halt wie auch am Handy sein und musst dich halt auch informieren. Und ich finde, das ist wie eigentlich, wenn du ein Journalist bist, musst du dich auch informieren, was gerade auf der Welt passiert. Sei es, du liest Zeitung oder bist auch irgendwo auf 20 Minuten. Und das ist so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen das Gleiche, weil wir halt Content Creator informieren uns, durch das wir eben am Handy sind. Aber abhängig würde ich jetzt nicht sagen, nein. Ja. 7 von 10 Jugendlichen möchten Influencer werden. Was sagst du zu dem? Ich glaube, also heutzutage ist es sicher einfacher, Influencer zu werden als damals. Es gibt ja auch ganz viele wir nennen die Mini-Influencer, die halt jetzt auch einfach starten. Und was ist das, ein Mini-Influencer? Ein Mini-Influencer ist eigentlich die gerade noch am Anfang sind. Okay. So ein bisschen den Mut gefunden haben, das zu machen. Und das finde ich heutzutage mega schön, dass die Leute nicht mehr so ein bisschen die Angst haben, einfach Sachen zu versuchen. Ja, es ist schon eigentlich krass zu wissen, dass so viele Leute den Beruf zu machen. Aber es ist halt auch wichtig zu wissen, dass es nicht ohne ist. Also präsent im Internet sein ist nicht gerade immer das Beste. Es muss einfach einem bewusst sein, was es wirklich ist. Gibt es denn Gefahren im Netz, sich so definitiv. zu präsentieren? Ja, definitiv. Zum Beispiel? Es kommt sehr darauf an, eben, gerade wenn du jetzt Familie hast, finde ich einfach wichtig, dass man Kinder und so Sachen einfach nicht zeigt. Weil heutzutage mit dieser ganzen KI-Sache ist es eben noch schlimmer geworden. Und ich glaube auch, wichtig ist einfach, wenn man sich zu fest verstellt im Internet, werden das die Leute sehr schnell merken. Die Leute merken das extrem. Also auch von mir jetzt aus sehe ich auch gewisse Leute, wo ich denke, so, hey, mega cool, aber sei doch du selber. Zeig doch, wer du bist. Für das tun dich die Leute ja irgendwie supporten oder followen. Und es ist schon sehr krass zu hören, dass eben gerade 7 von 10 Leuten das machen wollen. Ja. In Australien ist ja jetzt ein Gesetz in Kraft getreten, das verbietet, dass Jugendliche unter 16 Jahren Zugang zu Social Media haben. Krass, okay. Was haltest du von so einem Gesetz in der Schweiz? Ja, also wie gesagt, es gibt gute und nicht so gute Seiten von Social Media. Ich glaube, komplett irgendwie sagen, so ab 16 darfst du auf irgendwie Plattformen sein, finde ich glaube schon extrem. Aber es gibt zum Beispiel auf Instagram und auf TikTok, wenn man das Alter eingibt, kommen gewisse Sachen an Content zum Beispiel nicht. Wo gefiltert wird. Wo gefiltert wird. Und das finde ich super. Da muss ich wirklich sagen, das ist Zeit geworden, dass so Sachen gemacht werden, weil ich habe damals, glaube auch sogar mein erstes Handy habe ich sehr früh bekommen, aber so aktiv auf Social Media, das ist im Fall eine gute Frage, das weiß ich gerade nicht.
Aber ich glaube, so aktiv, zum Beispiel Instagram oder damals noch Facebook, oh Gott, das habe ich glaube auch erst mit irgendwie 16 wirklich dürfen so durchscrollen. Und das finde ich im Fall gut. Das finde ich wirklich gut. Weil Aber du hast erst dürfen mit 16, weil es deine Eltern dir dann erst erlaubt haben. genau, ja. Also ich bin halt auch so einer, gesagt, ja, ich will auch. Und willst halt wie auch cool sein mit den anderen Leuten und alles. Aber meine Eltern sind da wirklich auch sehr streng gewesen. Und ich habe damals das nicht verstanden, aber jetzt im Nachhinein bin ich Gott davor, dass es gemacht worden ist. Aber grundsätzlich zu dieser Regel, es ist ein Jein für mich. Eben, ich finde es gut, dass es gewisse Sachen wie noch nicht eben gefiltert wird, aber halt so komplett abschaffen ist schon, also abschaffen, halt so, erst ab 16 darfst du das, finde ich schon recht crazy. Aber sagst du das, weil das halt auch deine Community ist? Oder aus persönlicher Überzeugung? Ich glaube aus persönlicher Überzeugung. Ja, ich finde es mega wichtig, dass das auch mit Sicherheit und einfach auch mit wirklich Bewusstsein, dass man das auch wirklich so in die Bubble jetzt reinkommt. Ja, Mein Gottemädchen, sie ist jetzt 14. okay. Sie benutzt Snapchat Ja. und findet, WhatsApp ist nur für alte Menschen. Okay. Habe ich genau gleich Ja, reagiert. gut. Ja. Und sie hat mir dann erklärt, dass sie 30 beste Freunde hat und mit denen tut sie pro Tag, pro Person 10 Snaps austauschen. Okay, krass. Was sagst du zu dem? Für jüngere Leute, ich glaube so die erste App, wo eben gerade so 14-, 13-Jährige ist wahrscheinlich Snapchat die erste App, die man runterladet. Wo man halt dann mehr so ein bisschen eben, das Ding ist eigentlich ja, Snapchat für mich, die Bedeutung ist so, dass man einfach ein bisschen von den Freunden etwas hört. Aber dass man gerade 10 Bilder am Tag schickt, ist schon Mal 30. mal 30. Schickt ist halt schon recht krass. Also, Aber hast du nicht das Gefühl, dass das auch für die Entwicklung von einem jungen Menschen nicht förderlich ist? ja, definitiv. Also, dass man wie schon nur ein Bild kann schicken über Snapchat, finde ich einfach so, hey, es gibt zum Beispiel auf WhatsApp gibt's ja auch FaceTime oder dann würde ich lieber, glaubst wirklich einfach mit den Leuten telefonieren oder halt im besten Fall abmachen und persönlich sehen, anstatt immer nur die Bilder schicken. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Danke vielmals für den Einblick. Ich habe jetzt noch Dilemmas mitgebracht aus unserer Community, weil ich habe ihnen gesagt, wer heute kommt, ohne wirklich zu nennen, wer das ist. Und habe sie gefragt, ob sie Dilemmas haben, die sie gerne würden dir präsentieren und deine Meinung dazu möchten sie gerne hören. Wäre es okay, wenn ich dir die Dilemmas übergebe? Sicher, ja. Machen wir das. Let's go. Ich habe hier ein Kuvert für dich mit den 2 Dilemmas. Und Okay. wenn du magst, darfst du die sehr gerne mal schnell vorlesen. Bin gespannt. Also, Dilemma 1. Ich bin 23, studiere Jus. Jus, spricht man das so aus? Jus. Aber ich merke immer stärker, dass mein kreativer Weg mich komplett in eine andere Richtung zieht. Mein Umfeld sagt, mach erst dein Studium fertig, dann kannst du immer noch träumen. Ich habe Angst, dass ich mich selbst verliere, wenn ich zu lange warte. Soll ich auf Sicherheit setzen oder jetzt abbrechen? Und das ist von wem? Von der lieben Sarah. Erstmal mega schade, dass es so krasse, also dass man sich muss wie entscheiden. Vor allem eben, also Jus, das heisst, sie tut Jura studieren, Ja, ist voll, halt das ist auch nicht ohne. richtig trocken Genau, und ja. heftig. Ja, Hat aber gleichzeitig eine kreative Oder und ist jetzt eigentlich quasi im Dilemma, soll sie den vernünftigen Weg weitergehen. Sie ist ja auch, was ist sie, glaube 23. 23, ja. Das heisst, sie steht eigentlich schon bald vor dem Abschluss. Hat eigentlich nicht mehr so lange. Gleichzeitig aber spürt sie die Kreativität, die in ihr brennt. Du, wo jetzt selber die Lehre abgebrochen Ja. hast, ich nehme an, ich kenne schon die Antwort. Aber wenn du jetzt sie wärst, was würdest du ihr antworten? Und ich nehme an, du wirst wahrscheinlich so das Messer von den Eltern gerade im Rücken spüren. Ja, es ist gerade wie so ein kleines Déjà-vu für mich, sagt Ja. er ehrlich. Also was ich würde sagen, eben gerade jetzt in diesem Alter, oder also ich vermute, es ist wahrscheinlich eben gleich beim Abschluss, ich würde es definitiv abschließen. Okay. Definitiv abschließen.
Aber hundertprozentig dann auch auf die Kreativität danach setzen. Also ich finde es mega schade, wenn Leute so kreativ sind und das wir nicht können komplett ausstrahlen oder umsetzen, nur wegen einer Lehre oder so. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass eben, wenn man gerade schon bald beim Abschluss ist oder so viele Jahre und Schweiß und alles Mögliche da reingesteckt hat, einfach so jetzt komplett sitzen, finde ich dann halt auch mega schade. Wegen dem würde ich sagen, ich finde gar nicht, dass man sich irgendwie entscheiden muss zwischen dem. Mein Rat wäre jetzt einfach, mach es fertig, dann hast du auch deine Ruhe und dann natürlich danach direkt auf deine Kreativität setzen. Ja. Oder ich jetzt persönlich denke sogar, dass eines andere nicht ausschließt. Also ich meine, sie kann ja mit ihrem Kreativen Beides. jetzt schon starten Definitiv. und es parallel laufen lassen. Genau. Es ist einfach sehr anspruchsvoll, halt beides gleichzeitig zu machen. Das ist, Aber es ist wie so immer möglich. Man muss sich die Zeit nehmen. Klar, man hat mehr Zeit, wenn man es 100%ig macht. Aber auf jeden Fall. Also das kann ich definitiv unterstreichen, was du gesagt hast. Man kann das auch gleichzeitig machen. Und wir nicht einfach warten, bis man mehr Zeit hat. Man kann es ja gleichzeitig machen, genau. Definitiv, ja. Cool. Das zweite Dilemma. Dilemma 2 war, ich stehe ständig unter Druck, Erwartungen zu erfüllen. Nach außen wirke ich, als hätte ich alles im Griff. Aber innerlich bin ich oft erschöpft und frage mich, ob ich einfach nur funktioniere. Soll ich weiterhin versuchen, es allen recht zu machen? Ich habe Angst, wenn ich ausbreche, dass ich andere damit enttäusche. Das ist von der lieben Momo und sie ist 33. Es ist so schade, so Sachen zu hören, weil es ist so, ich habe das Gefühl, man tut mega oft selber an sich zweifeln mit so Sachen und ich finde, man sollte es den Leuten nicht recht machen, du musst es dir recht machen. Ich finde es so wichtig, dass du, dass der Fokus ist wirklich, es liegt an dir, es ist dein Leben, das musst du dir recht machen und ich weiss halt nicht, du dich mal umgekehrt fragen, macht es dich glücklich, dass wenn du den anderen nicht das Recht machst, aber schlussendlich stimmt es für dich nicht. Das macht ja keinen Sinn und ich weiss nicht, also eben auch so Gedanken, ich weiss nicht, warum man das hat und gerade in diesem Alter auch, ich glaube eben erwachsen und dann trotzdem noch so Gedanken ist schon nicht einfach, aber eben, was ich kann sagen, so hey, hört auf, den Leuten das zurecht machen. Wirklich, hört auf damit. Was hast du im Leben bis jetzt so gelernt zum Thema Erwartungen? Gelernt, Erwartungen. Also, was man nicht sein sollte, ist zu streng mit sich selber sein. Ich finde, zu viele Erwartungen von sich selber ist auch nicht gesund. Ich finde es aber auch wichtig, dass man seine Erwartungen hat. Weil das sind ja gewisse Ziele in deinem Leben, die du erreichen willst. Es sind gewisse Träume, die du erreichen willst. Und ja, halt meine Erwartungen sind auch gesehen, dass ich halt zum Beispiel tänzerisch besser wird oder vom Content her kreativer wird. Und das finde ich auch okay, dass die Das Erwartungen sind aber die Erwartungen an dich selber. an mich selber, genau. Aber wie gehst du damit um, wenn du Erwartungen nicht kannst erfüllen von anderen Menschen, die ein gewisses Konzept haben, wo Ja. sie das Gefühl haben, das ist der Weg, wie man ein Leben leben sollte. Und du brichst jetzt komplett aus und machst etwas anderes. Es ist halt auch wieder immer so, ich weiß halt nicht, wer irgendwie definiert hat, was richtig ist und was falsch. Ich finde immer so Erwartungen, ich weiß nicht, ich finde es immer so ein bisschen schwer und krass, wenn man das von jemandem hat, weil ich finde, das wird nicht so richtig, wenn man von jemandem die Erwartungen hat, die du selber irgendwie nicht kannst machen. Und eben, wie gesagt, so, das hat wieder mit jemandem, für jemanden das Recht zu machen, finde ich wie so, nein, musst nicht. Erwartungen hat jeder, aber ich finde, die musst du dir selber machen und nicht irgendwie von anderen Leuten. Ja, genau. Spannend. Ja, sehr. Und es ist auch krass, eben noch so Sachen zu hören. Jetzt gerade im 2026 haben wir immer das Gefühl, ja, es wird alles besser, aber und eben noch und dann nicht in mega jungem Alter, also eben schon 23 und 33, das ist eigentlich so ein richtig, eben bist erwachsen und hast andere Sachen, die du überlegst, aber dass es immer noch so Sachen gibt, ist schon sehr verletzend, eben auch zu hören. Ja. Mit dem zum Abschluss, was würdest du unseren Zuhörern raten? Was hast du bis jetzt im Leben gelernt, wo du besser würdest machen, oder eine Erfahrung, wo du sagst, hey, dort habe ich richtig gehandelt und ich würde es wieder genau so machen? Ich habe auf mein Herz gehört.
Ich habe wirklich auf mein Herz gehört. Damals, als ich die Lehre eben abgebrochen habe und dann halt komplett auf selbstständig, also auf Content Creator gemacht habe, hat es sehr viele Momente gehabt, wo mir gesagt worden ist, mach das ja nicht. Mach das ja nicht. Und klar, ich will das ganze Zeug auch nicht schön reden. Ich habe meine schlimme Zeit gehabt. Das können auch meine Eltern bestätigen, das können auch meine Freunde bestätigen. Aber was ich den Leuten wirklich mitgebe, ist einfach, getraut euch, macht das, loset auf eures Herz, lasst euch nicht verunsichern von anderen Leuten und macht es lieber jetzt, als irgendwie dann später in 10 Jahren bereuen, dass ihr es nicht gemacht habt. Danke Ja. vielmals, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Merci. Leben, in Sehr deinen gerne. Alltag als der fully Influencer. Ja. Genau, in Anführungs- und Ja. Schlusszeichen. Und dass du uns gezeigt hast, dass das eben nicht so ist, sondern dass es wirklich jeden Tag harte Arbeit ist. Ja, definitiv. Und alles Gute, mach weiter so. Merci vielmals, danke, Und danke, dass du da sein. bist. Super, merci vielmals.